Bauschritt 142 und ich weiß so langsam aber sicher nicht mehr hin oder wohin mit diesem aktuellen, nenne ich es mal, Ungetüm. Es ist also wirklich riesig. Ich weiß, ihr seht das alles von oben, das sieht auch alles recht klein aus. Ich halte mal den Zollstock dran. Bin ja selber mal neugierig, ich habe es noch nicht vermessen. Es wird noch nicht die endgültige Länge sein, aber da alle neuen Achsen jetzt angebaut sind, wird jetzt nicht mehr allzu viel kommen. Es sind jetzt also 90 cm, die hier auf dem Tisch liegen. Es hat sich bis jetzt nichts geändert. Es ist eine sehr robuste Bauweise, die hier vonstatten geht. Das ist selbst mit China-Bauteilen, also wirklich, wo man ja weiß, die schwächeln auch ganz gerne mal. Was hier aber bis jetzt zum Teil auch wirklich noch nicht gewesen ist. Also die Qualität der Steine ist hier definitiv befriedigend. Im Technikbereich teilweise nur noch ausreichend. Also da bin ich wirklich gespannt. Also zum einen gehe ich mal davon aus, ist man hier also wirklich weit an die Grenzen, vielleicht sogar schon über die Grenzen des Machbaren gegangen. Es ist ja zum guten letzten Endes auch alles wirklich nur Plastik, was man hier verbaut. Na, hier kann ich es noch nicht ausprobieren, weil hier ist jetzt gerade gesperrt. Also es ist sehr, sehr fummelig. Man kann es hier vielleicht so ein bisschen sehen. Die Achsen stehen noch ein bisschen schief, das muss ich dann noch mal ein bisschen ausrichten. Aber die Lenkung als solches ist jetzt komplett schon eingebaut. Ich versuche das mal umzudrehen. Ich hoffe, ihr könnt dann da auch einiges erkennen. Ich halte es mal so, da kann man es auch von hier unten mal sehen. Also hier ist wirklich jede Achse später lenkbar. Und hier außen, ihr seht das hier alles so schön in Gelb, da brauchte man auch wirklich Gynäkologenfinger für. Das wurde alles im Nachhinein dann immer hier eingesteckt. Das ist also eine durchgehende Achse, die dann für die Lenkung später zuständig ist. Und auf der anderen Seite sieht es hier unten, ich muss das glaube ich so, ich schaue mal hier rüber, ob ihr das erkennen könnt. Ich glaube, ihr könnt das sogar sehen, sieht es auch nicht viel anders aus. Also jede Menge Zahnräder, jede Menge Achsen, die hier schon verbaut sind. Da ist schon einiges, was geht. Zum Teil habe ich es auch schon probiert und es funktioniert bis hierhin. Ich bin da also echt überrascht, weil gerade im Technikbereich, da habe ich gelernt, sind die China-Steine wirklich nicht besonders gut. Da schwächelt das auch viel. Was gibt es eigentlich noch zu erzählen? Die nächste Zusatzbestellung ist hier. Ich habe mir mal Maurerschnur bestellt, weil für den Kran werden 75 Meter Schnur gebraucht. Das sind jetzt 100 Meter hier drauf. Von Lego habe ich diese Masse nicht gefunden. Und wenn es mal ein bisschen mehr als 5 Meter waren, dann war der Preis schon so exorbitant nach oben, wo ich gesagt habe, nee, das brauche ich nicht und das will ich auch nicht. Ich versuche das mit der Maurerschnur. Die ist ein klein bisschen dicker wie die Original Lego Schnur. Aber ich hoffe, unterm Strich funktioniert das Ganze. Viel zeigen kann ich euch soweit nicht. Ihr seht es ja selber hier, das ist nach wie vor alles sehr eng. Ich kann ihn jetzt aber mal 5 Minuten zur Seite stellen, weil jetzt wird der Motor erst einmal eingebaut. Und da würde ich sagen, das mache ich jetzt und dann schaue ich mal, wenn es dann wieder was zu erzählen gibt, dann bin ich wieder bei euch. Ansonsten genießt die Musik, genießt, wie ich mich hier abärgere oder abquäle zum Teil. Ja, abärgern. Ein oder andere Male habe ich mich schon geärgert. Aber im Großen und Ganzen macht es wirklich Spaß, das Ganze hier zusammenzubauen. Und deswegen geht es jetzt auch sofort weiter damit. Jetzt bin ich gespannt, wenn der Motor drin ist, ob der dann auch wirklich funktioniert oder ob der nur dekorative Zwecke hat.
173 Bauschritte und dann, ich habe es ja schon mal erwähnt, dieser Unterschritt 17. Ich bin jetzt gerade dabei, die Stützen zu machen. Bis hierhin, klar, ihr könnt sehen, es hat sich schon einiges getan. Ihr könnt es ja auch im Speedbild sehen, es sind schon Motoren drin. Ich konnte schon erste Tests mit der Lenkung machen und ich konnte auch hier, das kann ich mal machen, das funktioniert sogar relativ einfach, weil das ist eine Funktion, die habe ich auch sogar schon verstanden. Es gibt ja so Funktionen, nee, die war es nicht. Da grübelt man sich. Ein Wolf, jetzt ist hier, will es nicht mehr. Vorhin hat es noch wunderbar funktioniert. Also ich bin, da war, nee, das war das Ausfahren. Das kann jetzt natürlich nicht funktionieren. Jetzt ist wieder alles anders. Vorhin hatte es noch so schön funktioniert und jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr. Das ist dann dieser Vorführeffekt. Ich muss mich damit noch auseinandersetzen. Ich denke mal, das kommt dann auch von ganz alleine, wenn dann erstmal alle. Das war die Lenkung. Das ist das Fahren. Ja, das habe ich soweit auch noch alles raus. Ich muss mir das alles nochmal in Ruhe angucken, welche Funktion hier für was war oder ob hier vielleicht eventuell ein Zahnrad abgesprungen ist. Das kann ja auch sein. So, das wäre jetzt nämlich die Stütze ausfahren. Das möchte ich jetzt nicht. Ich wollte sie ja jetzt ausklappen. Das funktioniert jetzt komischerweise nicht mehr. Hier dreht sich überall, aber es kommt jetzt nicht rausgefahren. Gut, Vorführeffekt, lassen wir das sein. Wo ich aber eigentlich drauf hinaus möchte, das ist den ein oder anderen kleinen Fehler, der ganz schnell auffällt. Den habe ich in der Bauanleitung mittlerweile ausfindig gemacht. Die sammle ich, das schicke ich dann zum Schluss auch mal zurück, damit es da ein Feedback von meiner Seite gibt. Jetzt bin ich aber in eine ganz süße Falle reingetappt. Ich habe mich schon beim Bauen immer gewundert, warum wird dieser Arm anders gebaut wie der hier. Da ist es dann jetzt also wirklich so, dass ich hier nochmal wieder rückwärts bauen muss, weil da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich dachte erst, das wäre der für hier hinten, dass der einen anderen Antrieb bekommt. Jetzt sehe ich, das ist hier der gegenüberliegende, der vom Antrieb aber jetzt so gebaut ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die Stütze auszufahren. Also hier hat der Designer dann wohl im Laufe der Zeit eine Veränderung vorgenommen und hat sie vergessen, auf die andere Seite zu übertragen. Mir ist es leider Gottes dann auch zu spät aufgefallen, aber wenn ihr das Ganze dann mal bauen möchtet, dann wisst ihr jetzt, aha, halt, stopp, da klingelt was. Da gab es anscheinend ein kleines Problem. Der Jeroen war zwischenzeitlich auch so nett und hat mir nochmal eine aktualisierte Version der Bauanleitung geschickt. Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt aber schon relativ weit, sodass ich mir gesagt habe, okay, ich baue jetzt erstmal nach der Version, die ich habe. Das ist der Vorgänger. Er hatte mir in der Mail auch geschrieben, dass er nur kleinere Veränderungen vorgenommen hat. Deswegen baue ich jetzt mal nach der Anleitung. Also wenn ihr das machen wollt, ich habe jetzt die Bauanleitung V1.1, nach der ich arbeite. Und die aktuelle scheint dann die V1.2 zu sein. Die ist mir dann noch geschickt worden. Die kam dann heute. Was haben wir heute für ein Datum? Den 8.1. Je nachdem, ich weiß nicht, wann das Video kommt. Also ihr wisst jetzt, aha, stand das, was ich erzähle, 8.1. Ansonsten habe ich erst einmal nicht viel zu erzählen. Der Bauspaß, der wird immer größer. Ich weiß im Groben und Ganzen jetzt, wo meine Teile zu finden sind. Ich hatte noch keine Fehlteile. Das gibt es groß lobenswert zu erwähnen. Ich hatte auch noch keine Fehlgüsse oder sowas mit dabei. Ist ja auch immer eine Frage. Die Klemmkraft bis hierhin von Achsen und Pins ist, wie es gewesen ist, von befriedigend bis ausreichend. Ob es dann zum Schluss reicht, dass auch die Technik so funktioniert, wie man das gerne hätte, dauert noch. Könnt ihr selber erkennen, da sind noch ein paar Stunden, die da ins Land gehen. Ich habe Kommentare und Nachrichten bekommen. Wie lange baust du schon? Ich denke mal, das machen wir mal ganz zum Schluss. Ich mache ja diese Speedbuilds und somit kann ich dann zum Schluss auch wirklich auf die Minute genau sagen, wie viele Stunden habe ich hier sortiert, wie viele Stunden habe ich gebaut. Das mache ich dann ganz zum Schluss, da gebe ich euch diese Info mit. Und das soll es von mir jetzt auch erstmal wieder gewesen sein. Ich baue jetzt hier meinen Arm wieder um und baue dann insgesamt weiter, weil die Neugier, wie groß, naja gut, Größe kann man ja schon erkennen, aber wie schön wird das Ganze. Die Neugier, die ist sehr groß und die will befriedigt werden.
Ich glaube, ein schöneres Bild wie dieses zum Ende des Videos kann es doch eigentlich gar nicht geben. Ich weiß gar nicht, nennt man es beim Kran auch Motorwagen? Das Fahrzeug. Das Fahrzeug steht auf seinen Rädern und es steht hier. Machen wir mal grob eine Vermessung, weil ich weiß, das täuscht immer. Man sieht das auf Fotos oder in Videos und denkt sich immer, so groß ist das gar nicht. Und das täuscht dann teilweise. Also, wir haben hier eine Länge von 96 cm, eine Breite von 14,8 oder so, also fast 15 cm und bislang eine Höhe von 13,5 cm. Was ich vorhin erzählt habe, dass ich mich gewundert hatte, dass beide Stützfüße oder dass beide Stützen unterschiedlich gebaut werden. Das gleiche ist auch hier hinten gewesen. Jetzt bin ich schon wieder am Grübeln. Baue ich auch das zurück? Ich lasse es erstmal so. Aber wenn ich das mit der Hand, ich weiß nicht, warum das mal einmal mit dem Motor gegangen ist. Ich glaube, da hat sich ein Zahnrad nicht richtig geschoben. Ich habe zwischenzeitlich mal alle Funktionen, die jetzt schon vorhanden sind, durchlaufen lassen. Die Funktion war nicht mehr dabei, aber ich kann das hier, ja, es ist mit der Hand, ist es schwierig, aber es geht. So wäre hier jetzt irgendwo ein Motor dran. Also ihr könnt das sehen, das funktioniert hier, es arbeitet, es bewegt sich. Ich lasse das mal zu, so viel Platz habe ich ja noch gar nicht hier auf meinem Tisch, dass das jetzt so die beste aller Ideen wäre. Wäre jetzt hier ein Motor dran, würde ich mich damit ja dann doch um einiges mehr rumärgern müssen, weil ich gegen die Welle andrehe. Ich denke mal, ganz zum Schluss wird sich das alles aufklären. Es ist auch ein bisschen was passiert und zwar so langsam aber sicher kommen die ersten Fehlteile. Ihr könnt es hier sehen, hier die 6x4, den habe ich hier in Weiß verbaut, weil er in Grau schon gar nicht mehr dabei ist. Ich mutmaße mal, dass der gute Mann oder die Maschine farbenblind gewesen ist, weil in Weiß habe ich davon zu viele und in Grau fehlen mir tatsächlich mehrere. Ich werde da mal eine Bestellung auslösen, vermute ich mal. Solange wie ich bauen kann, baue ich, und wenn ich es in anderen Farben verbaue, verbaue ich es in anderen Farben, weil ich fange an, Angst zu bekommen. Denn was ich jetzt schon sagen kann, ein Fazit, das ich jetzt schon gerne ziehe und euch auch gerne mitteile: Die Reifen und die dazugehörigen Achsen sind der letzte Müll. Das muss ich ganz klar als Müll titulieren. Mir ist das vorhin einmal, es ist wahnsinnig schwierig, das Gerät anzuheben, weil ich nie so wirklich weiß, wo kann ich schon packen. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es gewesen. Hier ist schon wieder so ein Ding, also man kann das hier erkennen. Ich versuche es mal. Ich habe jetzt schon einiges ein bisschen gesichert, aber das darf nicht sein. Und das passiert bei allen. Da sind auch die kleinen Steckverbindungen davor nicht unbedingt das Maß aller Dinge, was es dann zum Schluss halten wird. Dieses Fahrzeug ist fernbedienbar und es kann fahren. Der Antrieb funktioniert. Ich kann ihn jetzt nur nicht testen, weil hier kein Platz ist. Das machen die Reifen nicht mit. Das wackelt da drauf wie so ein Lämmerschwanz. Also wer da wirklich was Fahrtüchtiges stehen haben möchte, dem kann ich jetzt schon mal sagen, da muss man umbauen auf Lego Räder und Lego Achsen. Ob ich das zum Schluss dann machen werde, diese ganzen Räder nochmal zu bestellen und auch die ganzen Achsen auszutauschen, ist abhängig davon, was ist mit dem Rest. Ist das eine Sache, wo ich sage, gut, ich konnte es mal einmal allen zeigen, dass es funktioniert, oder ist das was, wo man sagt, oh, man möchte es vielleicht doch das ein oder andere Mal mehr bewegen? Denn die nächsten Probleme, die ich kommen sehe, gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn es alles 100% funktioniert. Das ist, wenn ich die Stützen ausfahren möchte. Diese roten Zahnräder hier, die sind so stramm, dass diese Technik hier gar nicht funktioniert. Also da müsste man auch hergehen und die Zahnräder oder die Stangen austauschen, weil das muss sich ja ineinander alles bewegen können, damit das mit dem Vorschieben und Zurückziehen funktioniert. Das funktioniert aber nicht, das habe ich mit der Hand dann schon gemerkt.
das fällt alles auseinander. Hier hinten ist es das gleiche Problem. Und ich gehe deswegen mal davon aus, dass es diese roten Zahnräder sind. Vielleicht kann ich sie zum Schluss gegen eine andere Farbe austauschen und es wird dann funktionieren. Also so, wie es aktuell ist. Und das ist so der Fazit. Es fängt an, Probleme zu machen. Es ist stabil. Das ist überhaupt nicht das Thema, auch mit den Steinen, so wie sie da sind. Aber das Problem ist nach wie vor die Technikteile, die aus den chinesischen Herstellungen kommen. Ich will jetzt nicht mal sagen, die bei Lego sind. Also die sind ja wirklich um Welten besser. Die reinen Technikteile machen hier Probleme. Da ist also diese Abweichung von den Zehntelmillimetern, die haben, ist dann also wirklich schon weltbewegend. Das, was der Jeroen hier gebaut und designt hat, das funktioniert. Natürlich ist er nicht an die Grenze. Er ist ja über die Grenzen drüber weg, würde ich mal so sagen. Das ist also über die Grenze gebaut und man sieht das in seinen Videos mit seinen Funktionstests. Er muss hier und da mal nachhelfen, aber es funktioniert, ohne dass da irgendwelche Zahnräder großartig überspringen. Das tun sie dann, wenn diese Grenze erreicht ist und überschritten werden muss. Aber hier, wo noch keine Grenzen erreicht werden, ich habe jetzt momentan Angst, den fahren zu lassen, weil ich glaube, das funktioniert nicht lange, dann steht er ohne Räder hier. Das mit dem Ausfahren, das weiß ich jetzt schon, das wird nicht funktionieren. Wir werden es testen, aber es wird nicht funktionieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Also wer wirklich die Absicht hat, dieses Monster zu bauen und mehr als einmal zu testen oder bespielen zu wollen, dem muss ich ganz klar sagen, kauft euch nicht die Sets aus China, geht den Weg über Bricklink. In meinen Kommentaren habe ich es gelesen und ich selber habe diese Liste jetzt auch mal durchlaufen lassen. Also in Lego-Teilen reden wir hier über gut und gerne 1200 €. Da muss man also wirklich schon überlegen, was will ich haben? Will ich was Dekoratives oder will ich es wirklich zum Bespielen? Weil wenn ich es zum Bespielen haben möchte, dann muss ich es komplett aus Lego bauen. Dann wird es wahnsinnig teuer. Aber nichtsdestotrotz wird das Ganze jetzt weitergebaut, also nicht mehr heute. Mir reicht es dann auch. Es waren wieder ein paar Stunden bauen heute. Ich habe mir nur gedacht, das als Bild kann man jetzt mal schön zum Abschied für heute nehmen. Ich bedanke mich bei euch für das Interesse im Allgemeinen und eure Aufmerksamkeit für heute. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch in die Kommentare, was hat gestört, was kann man verändern. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit.